Ich wollte immer nur Fisch fangen. So bin ich aufgewachsen. Das ist mein Leben. Mein Vater hatte ein Boot und er hat mich das erste Mal mitgenommen, als ich 6 war. Ich glaube, dafür bin ich geboren. Mein Vater, alle meine Brüder, mein Großvater, alle sind aufs Meer rausgefahren. Das ist mein Leben. Hart zu arbeiten, 16 Stunden, jeden Tag. Auf den großen Fischtrawlern kann Brynja nicht mehr arbeiten, weil er nicht mehr schwer heben darf. Aber dennoch fährt er jeden Tag raus mit Touristen. Das ist ein typisches Fischerboot von 1959. Damals war das ein großes Boot. Jetzt wird es nicht mehr zum Fischen benutzt, nur noch für Touristen. Mir ist es wichtig, so ein Boot zu haben, aus der alten Zeit. Nicht neu, nicht aus Plastik, sondern aus Holz. Das Boot hat er selbst wieder auf Vordermann gebracht. Besonders auf den Motor ist er stolz. Alles hier hat er selbst sauber gemacht, neu gestrichen und instand gesetzt. Es hat sich viel verändert mit den Computern und so. In den letzten 20 Jahren war das noch anders. Zum Schluss gibt mir Brynja noch einen Tipp. Im Hafen gibt es einige Cafés. Dort treffen sich die Fischer im Ruhestand fast jeden Tag. Tete begleitet mich, weil viele der Fischer kein Englisch sprechen. Hier sitzen sie jeden Tag und reden über alte Zeiten. Über sich selbst will hier keiner gerne sprechen, aber alle reden gerne übereinander. Ich will wissen, wie viel sie früher gefangen haben. 50.000 Tonnen Fisch hat er gefangen im Laufe seiner Karriere. Heringe, Kabeljau. Früher sind jede Menge Leute gestorben. Jetzt sind es nicht mehr so viele. Sie waren alle 50 Jahre auf See. Aber die Bezahlung ist jetzt besser. Alles ist heute besser. Tödliche Unfälle sind heute zum Glück selten. Als Biggie angefangen hat, war das anders. Wie die meisten war er schon als Jugendlicher auf den Meeren unterwegs. Die Fischer schicken mich zu ihm. Er sei so etwas wie der Oberfischer. An die Kämpfe um den Fisch vor der isländischen Küste früher erinnert er sich noch heute lebhaft. Als Island die Schutzzone für Fischerei von 4 auf 10 Meilen vor der Küste ausweitete, war ich mit dem Kanonenboot der Küstenwache unterwegs. Damals wurde sehr um den Fisch vor Islands Küsten gekämpft. Die Engländer haben versucht, uns über den Tisch zu ziehen. Ein Matrose ist dabei sogar ums Leben gekommen. Allerdings sind diese Zeiten lange vorbei. Heute ist die Fischerei eine hochmoderne Industrie. Das ist die Straße hoch nach Perlan. Das ist ein guter Platz zum Trainieren. Ich übe hier Steigungen. Es ist wirklich steil.
Es gibt viele Biegungen, man muss hier technisch gut sein, um hier schnell zu sein. Ebenso wie im Rennen. Fährst du jeden Tag Fahrrad? Ja, fast jeden Tag. Manchmal muss ich mich einen Tag ausruhen, wenn ich ein besonders hartes Training hinter mir habe oder ein Rennen. Wenn ein großes Rennen ansteht, mache ich für ein paar Tage Pause. Hast du nie die Schnauze voll? Nein, es macht immer Spaß. Direkt an seiner Trainingsstrecke zeigt er mir noch ein Überbleibsel längst vergangener Zeiten. Die sind aus dem Zweiten Weltkrieg, als Amerika und Großbritannien hier ihre Positionen beschützt haben. Sie haben Bunker in ganz Reykjavik gebaut. Actually all over Reykjavik and some other places. So they had like some anti-air weapons, stuff like that. Ich treffe mich nochmal mit Teitur. Er zeigt mir das Studio, in dem Olberasta ihr erstes Album aufgenommen haben und gerade am zweiten arbeiten. Erst denke ich, wir sind hier falsch. Ich mag Plätze, die von außen nach nichts aussehen. Aber schau dir diese Typen an. All diese Technologie ist mir fremd. Ich kapiere nicht, wie Computer funktionieren. Ich kann Handys nicht leiden. Für mich ist er ein Zauberer. Was er macht, ist Magie für mich. Teitur hat sich für die Studio-Session mal wieder umgezogen. Wie zu dem Pullover von Björk und dem schrillen Nachthemd gibt es auch zu diesem Outfit eine Geschichte. Ich kaufe gerne gebrauchte Dinge. Das hier habe ich von einem Freund. Ein Hemd, das man im Krankenhaus bekommt. Hier steht Eigentum des Krankenhauses aus dem Jahr 2007. Das schlimmste Jahr in der isländischen Geschichte, als alle irre im Kopf wurden und das ganze Geld ausgegeben haben. Und es könnte wieder passieren. Wir haben jetzt die gleiche Regierung. Die ganzen Typen, die nur an Geld glauben, die Natur zerstören ohne jeden Grund. Sie töten zum Beispiel Wale, nur um Recht zu haben. Nur weil einige dagegen sind, tun sie es. Nur um sie zu ärgern. Sie verdienen ja gar kein Geld mehr damit, nicht mal das. Es ist einfach nur böse, sogar schlimmer als die Kapitalisten. More evil than the capitalists. Ich bin gegen alle Ismen. Ich nenne mich selbst auch keinen Isten. Kein Kapitalist, kein Feminist, kein Kommunist, kein irgendwas ist.
Es gibt sowas wie Rastafarismus nicht. Ich mag es nicht, darüber zu diskutieren, was Wörter bedeuten. Jedes Mal, wenn du sagst, ich bin ein Irgendwas ist, kommt irgendjemand und sagt, du weißt gar nicht, was Irgendwas ist bedeutet. Ein wirklicher Feminist tut dies, ein richtiger Kommunist das. Du bist gar kein richtiger Ist. Und dann debattierst du darüber, Wörter zu erklären, was dich nur zu noch mehr Wörtern bringt, die du wieder mit anderen Worten erklärst. Das ist ein ganzes System von Wörtern, das der Mensch erschaffen hat. Das führt nirgendwo hin. Mit Elisabeth komme ich am Tröllafoss an. Der kleine Wasserfall ist gerade mal eine halbe Stunde entfernt von der Innenstadt Reykjaviks. Das ist ein Ort, der mir sehr am Herzen liegt, seit Jahren. Das erste Mal war ich mit meinem Vater hier. Es ist der Geruch der Erde und das Geräusch des Wassers und das Gefühl des Winds auf deinem Gesicht. Es ist alles das verpackt in einem kleinen, schönen Paket. Das gibt es hier überall in Island. Man ist so klein, aber so schön sie ist, so wenig verzeiht die Natur auch. Man realisiert hier, ein falscher Schritt und du landest in dieser Felsschlucht. Und das sicher nicht auf angenehme Weise. Übersetzt ist das hier der Wasserfall der Trolle. Über Müll, den andere Leute an diesem Naturparadies liegen lassen, ärgert sich Elisabeth. Nachhaltigkeit fängt für sie genau hier an. Deswegen sammelt sie den Müll auf, wann immer sie welchen sieht. Es geht mir echt zu Herzen. Ich verstehe einfach nicht, warum Menschen das tun. Wenn du es hergebracht hast, warum nimmst du es nicht einfach wieder mit? Ist es denn schwerer, wenn es leer ist, als wenn es voll ist? Also heb es einfach auf, steck es in deine Tasche. Zurück in der Stadt treffe ich Teitur wieder. Mittlerweile ist es spät, aber kurz vor Sommersonnenwende geht die Sonne praktisch nicht mehr unter. Nachtleben. Hier wurde zuerst Reggae aufgelegt, wo die Reggae-Nächte angefangen haben. Die Isländer haben es gehört und seit 10 Jahren ist die Reggae-Szene echt groß geworden. Reggae war immer beliebt in Island, auch wenn viele das nicht wissen. But it has been getting really good the last 10 years and been getting really getting some attention. Die Isländer haben ihre Sprache lange nicht verändert und Isländisch hat diese vielen rollenden Rs. Wenn man diese rhythmische Sprache mit Reggae mischt, kommt dabei ein neues Genre heraus. Isländischer Reggae, das ist das Ding. It's like a thing. Dieses neue Gebäude ist eine Konzerthalle. Ein Künstler namens Olaf Eliasson hat die Lichtinstallationen gemacht. Und ich war da beim Sonar Festival. Innen drin ist es echt cool, wenn man in die Konzertsäle kommt. Aber es ist anders, in dieses Gebäude zu gehen, als in einen kleineren Club. Du musst erst durch diesen Teil gehen, der sich wie ein Shoppingzentrum anfühlt. Wenn du dann in die Säle kommst, ist es nett, aber beim Rausgehen musst du wieder durch das Einkaufszentrum durch. Das hasse ich. Wenn Leute aus meinem Konzert kommen, will ich, dass das Erste, was sie kriegen, frische Luft ist und nicht, dass sie durch ein scheiß Einkaufszentrum durch müssen. Das lieben die Leute. Hot Dogs. Warum? Keine Ahnung. Man kann es leicht essen. Sometimes. Here we have the history of hot dogs. Look who had a hot dog. Und schau, wer hier Hotdog gegessen hat. President Clinton. Präsident Clinton. And here we have a picture of Hier gibt es auch ein Bild von ihm. Der berühmte Clinton-Hotdog. Famous Clinton hot dog. Only mustard. Nur Senf. Einfach nur Senf, mein Freund. Oh.
Der Typ hier ist ein Dichter, ein isländischer Dichter. Spielt auch in einer Band. Kannst du uns ein kurzes Gedicht aufsagen? Ég flana og flæki strætin, þræði vana veginn út. Eins og í leiðslu man ekki hvar ég byrjaði eða hvernig fór. Und was heißt das jetzt? Keiner weiß es. Siehst du diesen wunderschönen Turm? Hier nehmen wir Demos auf, probieren Sachen mit Gitarren und Bass aus. Mein Freund Elibang, er arbeitet im Keller. Mal sehen, ob er da ist. Das ist der Schlagzeuger von Oybarasta, Elibang. Bei ihm zu Hause probieren er und Teitur Ideen für neue Songs aus und experimentieren an der Fun Machine. Teitur erzählt mir, dass sich viele Menschen im Winter zurückziehen. Jetzt im Sommer dagegen werden viele kreativ. I think in the summertime we don't have to sleep as much because it's like. Ich glaube, im Sommer muss man nicht so viel schlafen. Man kriegt so viel Energie durch die Sonne. Alle haben während dieser Zeit Probleme zu schlafen in Island. Denn wenn es dunkel geworden ist, wird es so schnell wieder hell. Die innere Uhr ist einfach weg. Wir müssen alle aufpassen, dass wir genug Schlaf kriegen. Sonst verlierst du echt den Verstand, wie in den Märchen. Im Sommer drehen alle durch. Als ob alle auf Speed wären. Mein Tag in Reykjavik neigt sich dem Ende entgegen. Wie also klingt die Stadt, verpackt in einen Song? Der Song Reykjavik, oh Reykjavik ist ein Punk-Song. Wir beide sind Punks. Jeder ist ein Punk hier im Herzen. Selbst wenn wir versuchen, anders zu sein, im Inneren sind wir Punks. Im Grunde sind wir einfach bekloppte Bauern, die tun, als wären sie Stadtmenschen. Vor 100 Jahren haben wir alle noch in Häusern aus Kuhscheiße gelebt und Höhlen. Die Leute vergessen so schnell ihre Wurzeln, denken, sie sind so schick mit ihren Einkaufszentren und klassischer Musik. Reggae gehört mehr zur Kultur Islands als Einkaufszentren und klassische Musik. Meine Meinung. Der Film, den die beiden mir zeigen, ist mehr als 30 Jahre alt. Trotzdem hat er auch heute noch etwas Wahres. Fast jeder in Island spielt in mindestens einer Band. Alle Musiker kennen sich und probieren verschiedene Stile aus. Was damals passiert ist, war das Gleiche wie heute. Jeder spielt mit jedem. Diese Bands gab es vielleicht ein Jahr. Dann haben sie sich aufgelöst und die Musiker suchen was Neues, drücken sich durch verschiedene Musikrichtungen aus. Reykjavik. Ein Mekka der Kreativen, eine kleine Großstadt auf einer Insel im Atlantik. Es ist Sommer und die Sonne geht nicht unter. An diesem Tag habe ich einen kleinen Ausschnitt davon gesehen, was Reykjavik ausmacht. Reykjavik ist definitiv eine Stadt, die niemals schläft. Zumindest im Sommer.